Heute sind wir im wunderschönen Allgäu und zeigen euch die Burg Laubenberger Stein. Hier residierte vor Jahrhunderten die Familie der Laubenberger. Eigentlich nur ein Ministerialengeschlecht. Doch mit der Zeit bauten sie ihre Macht immer weiter aus. Sehr zum Leidwesen von anderen. Und darüber werden wir nun berichten. Die Gründung der Burg Hoch über der Iller in der Nähe von Immenstadt im Allgäu geht vermutlich auf das 12. Jahrhundert zurück. Erbaut wurde die Anlage wohl im Auftrag der Bischöfe von Augsburg, welche diese in der Folge mit einem Dienstmann besetzten. Ob dies bereits die Laubenberger waren, ist ungewiss. Die Wehranlage diente zur Kontrolle des Illerübergangs. Dieser bescherte dem Bistum wichtige Zolleinnahmen. Mit Heinrich von Laubenberg taucht die Familie der Laubenberger 1241 erstmals in den Schriften auf. Sie waren im 14. Jahrhundert neben dem Hochstift Augsburg auch in den Diensten der mächtigen Klöster St. Gallen und Reichenau. Für das Hochstift übten sie in ihrem Herrschaftsbezirk anfangs nur die niedere Gerichtsbarkeit aus. Das umfasste kleinere Delikte, welche mit Geldbußen oder dem Pranger geahndet wurden. 1446 verlieh Friedrich III., damals römischer deutscher König, Kaspar von Laubenberg die hohe Gerichtsbarkeit. Diese schloss schwere Straftaten wie Raub, Vergewaltigung und Mord ein. Und damit einhergehend konnten die Laubenberger natürlich die Todesstrafe verhängen. Wie es der Familie gelang, dass der König ihr dieses Recht zugestand, darüber schweigen sich die Chroniken aus. Für manchen Adeligen stellte dies ein Affront dar. Schließlich waren die Laubenberger lediglich Ministeriale. Einer von ihnen war Graf Hugo von Montfort, der auf der Doppelburg Rothenfels-Hugofels bei Immenstadt residierte. Er war darüber so verärgert, dass er die Burg Laubenberger Stein im Jahr 1449 mehrmals von Gefolgsleuten überfallen und plündern ließ. Davor hatten die Laubenberger mit den Montfortern in guter Nachbarschaft gelebt. Zwischen 1400 und 1404 war Walter von Laubenberg zu Stein sogar als Vogt auf Burg Rothenfels eingesetzt gewesen. Als Reaktion auf die Angriffe ließ Kaspar von Laubenberg ab 1450 groß angelegte Um- und Ausbauarbeiten auf dem Laubenberger Stein durchführen. Damals wurde beispielsweise der mächtige Artilleriedonjon errichtet.
Wenn man die Ruinen der Burganlage heute aufsucht, sticht dieses dominante Bauwerk sofort ins Auge. Doch auch sonst gibt es vieles zu erkunden. Zu sehen gibt es beispielsweise die Überreste des Herrschaftsgebäudes, den Torturm, welcher vor dem großen Umbau noch den Bergfried darstellte, einen Schalenturm, die Burgkapelle, den Torzwinger sowie ein als Waschküche und Badehäuschen gedeutetes Gebäude. Allerdings ist vieles davon rekonstruiert. Vor den diversen Sanierungen, welche anfangs etwas willkürlich ausgeführt wurden und sich nicht am historischen Original orientierten, war weit weniger zu sehen gewesen. Seit 1998 werden die Arbeiten jedoch wissenschaftlich begleitet. Auch die stärksten Mauern können fallen. Dies zeigte sich im Jahr 1525. Trotz aller wehrtechnischen Ausbauten gelang es Aufständischen, während des Deutschen Bauernkrieges die Wehranlage zu besetzen. Dabei erbeuteten sie mehrere Geschütze und Feuerwaffen, wie beispielsweise Hakenbüchsen. Im Jahr 1559 zog die Familie in ihr neues Zuhause, das Schloss Rauenzell. Die Laubenberger bauten ihren Einfluss weiter aus und wurden 1588 in den Reichsfreiherrenstand erhoben. Die alte Burg hingegen verfiel zusehends. 1629 zeigte sich das Hochstift sehr besorgt über den schlechten Zustand der Anlage und ließ die Burg Laubenberger Stein inspizieren. Es wurde die Instandsetzung des bischöflichen Lehens verlangt. Doch die Forderung verlief in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wohl im Sande. Als 1641 dann noch die Dachziegel entfernt wurden, war das Schicksal der Burg endgültig besiegelt. Nach dem Aussterben der Familie im Jahr 1647 fiel das Lehen an das Hochstift Augsburg zurück und wechselte bis ins letzte Viertel des 20. Jahrhunderts noch mehrfach den Besitzer. (1977) kaufte der Heimatverein Immenstadt die Burgruine. Und von da an fanden immer wieder Sanierungsarbeiten statt. So, ich hoffe, die heutige Geschichte hat euch gefallen. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren oder sogar eine Mitgliedschaft lösen. Und dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Video.